This video is sponsored by Lingoda. Take live online German lessons with native speakers whenever you want. Click the link in the description and get started learning German with Lingoda today. Ich kann es kaum glauben. Ich fliege heute nach Deutschland. Ich werde ein Jahr in Deutschland wohnen. Ich werde arbeiten und studieren. Das ist das erste Mal, dass ich auf mich selbst angewiesen bin. Es kommt mir noch wie gestern vor, als ich zum ersten Mal bei einem Kumpel übernachtete. Ich war 9 Jahre alt. Mein Kumpel Jim hatte eine Geburtstagsparty und lud ein paar Freunde ein, um bei ihm zu übernachten. Jim war mein bester Freund. Er mochte Ninja Turtles sehr und hatte fast alle Ninja Turtle Actionfiguren. Deshalb hatte er eine Ninja Turtle Geburtstagsparty. Ich hatte nie eine Themengeburtstagsparty. Meine Eltern waren nicht arm, aber sie hatten auch nicht so viel Geld. Wenn es das Budget nicht vorsah, konnten wir es nicht haben. Meine Geschwister und ich bekamen kostenloses Mittagessen in der Schule. Wir mussten mit dem Bus zur Schule fahren. Als ich 11 Jahre alt war, wurde ich gemobbt, da ich ein sogenanntes Dirt Kid war. Das ist, was die wohlhabenden Kinder die armen Kinder nannten. Die Kinder in meiner Schule sagten viele gemeine Dinge. Sie ließen mich endlich in Ruhe, als sie herausgefunden haben, dass ich höchst intelligent bin und die Hausaufgaben von anderen Kindern für Geld machte. Ich versteckte das Geld im Sofa und andere Plätze im Haus, damit meine Eltern das Geld später finden. Irgendwann fragten mich meine Eltern, ob ich Drogen verkaufte, da sie dieses versteckte Geld überall im Haus fanden. Dann hörte ich auf, die Hausaufgaben von anderen Schülern zu machen. Als ich 14 Jahre alt war, machte mein Vater seinen Universitätsabschluss und bekam einen neuen Job. Dieser Job wurde gut bezahlt. Unsere finanziellen Probleme waren zu Ende. Wir lebten nicht mehr von der Hand in den Mund. Wir taten, was wir wollten. Wir gingen ins Restaurant. Ich aß zum ersten Mal chinesisches Essen. Wir sahen Filme im Kino. Als ich 16 Jahre alt war, nahmen meine Eltern uns zum ersten Mal auf einen Familienausflug mit. Unseren Hund Struppi nahmen wir auch mit. Wir fuhren mit dem Auto durch Iowa, durchquerten South Dakota, verloren uns in Wyoming und fanden uns in Montana wieder. Die Fahrt dauerte mehrere Stunden. Ich las 5 Bücher während der Reise. Meine Schwester und mein Bruder spielten viele Spiele. Wir hatten magnetisches Schach und Leiterspiel. Ich spielte lieber mit meinem Gameboy. Zuerst hielten wir in Sioux Falls, South Dakota an. Es gibt nicht so viel in Sioux Falls zu tun, aber wir blieben nur lange genug, um zu schlafen und uns auszuruhen. Mein Vater zeigte uns die Wasserfälle des Big Sioux River. Er erzählte uns etwas über die Geschichte der USA und versuchte uns etwas beizubringen. Nach Sioux Falls fuhren wir weiter nach Sturgis, South Dakota. Sturgis ist für die jährliche Sturgis Motorcycle Rally berühmt. Zum Glück kamen wir nicht während der Rallye an. Es gab ein paar Motorradfahrer, aber nicht so viel wie bei der Rallye. Normalerweise sind Motorradfahrer ganz nett, aber manche sind es nicht. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich immer noch nicht, warum wir nach Sturgis gingen. Meine Familie hatte niemals ein Motorrad. Wir haben kein Interesse dafür. Es gibt nichts in Sturgis außer dieser Rallye. Das Mount Rushmore National Memorial ist nur 1 Stunde von Sturgis. Wir meinten, wir mussten das sehen. Ich wusste, es war groß, aber ich dachte nicht, dass es so riesig war. Jedes Gesicht ist ungefähr 18 Meter groß. Das ist 10-mal so groß wie ich. Das Crazy Horse Memorial ist 14 Kilometer von Mount Rushmore entfernt und soll 10-mal so groß wie Mount Rushmore werden. Leider war dieses Memorial noch nicht fertig, als wir da waren. Es ist immer noch nicht fertig. Wahrscheinlich wird es nicht zu meinen Lebenszeiten fertig sein. Es soll rund weitere 100 Jahre dauern. Vielleicht werde ich ja doch so lange leben. Nach Sturgis fuhren wir weiter nach Wyoming. In Wyoming liegt der Yellowstone Nationalpark, der älteste Nationalpark der Welt.
Wir besichtigen Old Faithful, den bekannten Geysir. Wir standen 1 Stunde rum und nichts passierte. Wir glaubten, wir kamen zur falschen Zeit. Wir saßen eine Weile auf einer Bank und mein Vater erklärte, wie Geysire ausbrechen. Es war stinklangweilig, aber während er uns langweilte, brach Old Faithful aus. Danach fragten meine Geschwister und ich fast gleichzeitig: War das alles? Darauf haben wir jetzt gewartet? Wir wollten raus aus Yellowstone, da es stank. Es gibt viel Schwefel in Yellowstone Nationalpark und er stinkt wie verfaulte Eier, wenn er organische Verbindungen bildet. Und jetzt langweile ich euch. Warum spreche ich über diese Reise? Diese Reise war nicht nur unser erster Familienausflug, sondern auch meine erste Reise, die weiter als 100 Meilen ging. Wenn ihr online deutschsprachige Unterrichtsstunden sucht, solltet ihr bei Lingoda vorbeischauen. Ihre Lehrer sind Muttersprachler und ihre Lektionen sind fantastisch. Es gibt einen Link in der Beschreibung dafür. In meinem nächsten Video werde ich ein Buch im Flughafen lesen. Nächste Woche spricht Herr Antrim über das Imperfekt. Diese Zeitform ist auch als Präteritum oder die einfache Vergangenheit bekannt. Wenn ihr Langeweile habt, könnt ihr diese Links anklicken. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!